Grüß euch, liebe Zuseher. Heute würde ich gerne über den osteuropäischen Schäferhund sprechen. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher. Ich würde heute gerne über den osteuropäischen Schäferhund sprechen. Heute einmal auswärts. Ja, es ist nicht so kalt. Mein Hund hat sich dann in mir auch gemütlich gemacht in der Wiese. Der osteuropäische Schäferhund. Für alle jene, welche der deutsche Schäferhund zu klein und zu leicht ist. Ja, also etwa 1904 herum sind die ersten deutschen Schäferhunde nach Russland ausgeführt worden und die Russen begannen etwa um 1924 herum damit ein Zuchtprogramm zu starten mit diesen Schäferhunden, welches das Ziel hatte, einen besseren deutschen Schäferhund zu erschaffen. Ja, die wollten damals für die russische Armee einen Top-Armeehund züchten, hauptsächlich für den Grenzschutz, der gut mit den Witterungsbedingungen in Russland, und man weiß, dort ist es oftmals bitterkalt, zurechtkommt, stark und groß genug ist, um Wach- und Schutzaufgaben erfüllen zu können und dennoch so führig ist wie der deutsche Schäferhund. Jetzt experimentierten die mit verschiedensten Schlägen des deutschen Schäferhunds, mit größeren, leichteren, schwereren herum und erreichten einen deutschen Schäferhundetyp, der im Groß immer größer, schwerer und stärker als der klassische deutsche Schäferhund ist. Ja. Vom Wesen her ähneln sich der deutsche Schäferhund und der osteuropäische Schäferhund sehr. Doch man kann ihn eventuell vielleicht mit ein bisschen gedämpfterem Temperament erklären als den stockhaarigen deutschen Schäferhund. Vielleicht, also der Langstocker Schäferhund, der deutsche, gilt als etwas gemäßigter im Temperament als der stockhaarige deutsche, und da kann man in etwa den osteuropäischen Schäferhund auch einreihen. Ja, 1955 wurde dann der Standard vom russischen Dachverband, also vom russischen Kynologenverband anerkannt. Vom FCI ist der Standard des osteuropäischen Schäferhunds, also der Hund wurde nie von der FCI als offizielle Hunderasse anerkannt, nur von den russischen Verbänden. Ja. Also heute sehen wir einen Hund, der optisch total aussieht wie ein klassischer deutscher Schäferhund, nur, darauf komme ich dann später detaillierter zurück, sind diese Hunde zu 99% Tiere mit geraden Rücken, und wie es mit den geraden Rücken bei deutschen Schäferhunden heute ist, speziell bei den Showlinien, dass es hier große Probleme gibt, das ist den meisten bekannt. Aber ansonsten die Optik, ja, wenn man einen osteuropäischen Schäferhund sieht, erster Eindruck sofort deutscher Schäferhund. Man kann ins Grübeln kommen, wenn es ein osteuropäischer Schäferhund ist mit Brand. Das heißt, die gibt es ja in verschiedenen Farben, die gibt es in rein Wolfsgrau, rein schwarz. Es gibt sie mit Brand, so wie der deutsche Schäferhund, also die klassische Farbe beim deutschen Schäferhund ist. Nur wie gesagt, oftmals erkennt man, also der auffälligste Unterschied ist bei diesen beiden Hunden nicht nur in der Größe und im Gewicht zu finden, sondern auch in der Farbe. Denn während der deutsche Schäferhund einen herrlichen Brand hat, oftmals ins dunkelrotbraune rein, ja, also die braunen Abzeichen, wenn der Hund die schwarz als Grundfarbe hat, nicht rein schwarz, nicht rein Wolfsgrau ist, sondern schwarz mit braunen Abzeichen. Das Braun ist der Brand für Leute, die sich hier nicht so daheim fühlen. Und dieser Brand ist beim deutschen Schäferhund oftmals wunderschön satt gefärbt, ja, dunkelbraun ins Rötliche rein. Ja. Und das kann der osteuropäische Schäferhund nicht vorweisen, das kann er nicht bieten. Der Brand, wenn es kein reinfarbiger Hund ist beim osteuropäischen Schäferhund immer blass, ja, also blasser. Der geht vom hellgrau ins falbfarbene rein, ins beige, aber er ist nie wirklich so satt wie in einem deutschen Schäferhund. Ja. Doch, es gibt wie beim deutschen Schäferhund auch beim osteuropäischen Schäferhund rein wolfsgraue Hunde und rein schwarze Hunde. Ja. Und hier ist dann eigentlich der einzige Unterschied zum deutschen Schäferhund im Ersteindruck derjenige, dass der Hund
größer ist, schwerer ist, wuchtiger ist, mehr Masse mitnimmt und eigentlich fast immer einen geraden Rücken hat. Jetzt sind wir bei der Gesamterscheinung. Ja, deutscher Schäferhund mit mehr Masse, mit mehr Größe, mit mehr Gewicht, ja, und gerade Rücken. Und eben wie gesagt, wie vorher schon gesagt, gerade Rücken ganz wichtig für das Hüftgelenk, also für den Bewegungsapparat, und das ist eine Thematik, die, ja, also das wissen alle deutsche Schäferhundfreunde, was sich hier abspielt, speziell bei den Scholinen, das ist teilweise fürchterlich. Es gibt Gott sei Dank auch bei den klassischen deutschen Schäferhundezüchtern vernünftige Menschen, welche sich hier auf die Arbeitslinie konzentrieren, und das sind, sage ich halt einmal, anatomisch gesehen recht gesunde Hunde, ja, aber die Scholinen, das sind, ich bin ein großer deutscher Schäferhunde-Fan, würde mir doch niemals einen Hund von einem Züchter einer Scholline nehmen. Ich habe nichts vom schönsten Schädel der Welt, wenn der Hund nach kurzer Zeit nicht mehr gehen kann vor Schmerzen, völlig kaputte Hüften hat oder Ellbogen hat, ja. Und hier wird es interessant für Leute, die Fans von deutschen Schäferhunden sind, auch nicht abgeneigt sind an Hunden, die ein bisschen größer und ein bisschen schwerer sind und auf der sichereren Seite sind mit den Rücken, sein wollen mit den Rücken. Ja. Hier wird der osteuropäische Schäferhund sehr interessant für solche Leute. Denn, wie gesagt, er ist für mich ein 1:1 Abbild des klassischen deutschen Schäferhundes, nur hat er mehr Gewicht, er ist größer, er ist wuchtiger, ja. Und er hat, wenn er nicht einfarbig ist, einen viel blasseren Brand, wenn einem das nicht stört. Wenn einem das stört, kann man jederzeit zu den Wolfsgrauen oder rein schwarzen Hunden zurückgreifen. Kurz noch zur Größe und zum Gewicht. Offiziell sagt der Standard, der russische, dass die Rüden bis zu 72 cm Schulterhöhe bekommen können. Allerdings habe ich auch Standards gefunden, welche von bis zu 76 cm sprechen, und das ist schon ganz beachtlich. Also während der deutsche Schäferhund sich so bei 66, 67 cm, maximal 68 cm Schulterhöhe einpendelt, kann man sich vorstellen, dass ein deutscher Schäferhund, ich sage jetzt mal, oder ein Schäferhund mit 76 cm Schulterhöhe schon ein ziemlich von der Größe her respekteinflößender Hund ist. Ja. Also sagen wir mal, sie bewegen sich bis maximal 76 cm Schulterhöhe hin und stellen somit recht, also schon nicht keine Riesenrassen da, ja, aber schon sehr große Hunde da. Ja. Und gewichtstechnisch erreichen sie bis über 50 Kilo. Ja. Also das, natürlich passt sich das dann auch immer der Schulterhöhe an. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie wirklich einen sehr großen Rüden mit 76 Schulterhöhe haben, dass der auch sich schon an die 60 Kilo rantastet. Also 55 erreicht er dann sicher, wenn es proportional zur Schulterhöhe passt bei diesem Hund. Ja. Ja, wesenstechnisch, ja, er wurde gezüchtet. Also die Aufgaben dieses Hundes sind eigentlich die Grenzen zu schützen. Sie wurden ausgebildet zum Mannschutz, also für die Schutzarbeit. Sie hatten nur Wach- und Schutzaufgaben zu erfüllen eigentlich. Ja. Also die hatten nie die Aufgabe als Schaf, also Schäferhund, Hüte oder Treibhund irgendwie zu arbeiten, ja, wie es die Vorfahren des deutschen Schäferhundes waren und eventuell der deutsche Schäferhund selbst auch noch war früher, sondern die hatten nur Wach- und Schutzaufgaben zu erfüllen. Ja. Dementsprechend ausgeprägt ist auch sein Schutztrieb, sein Wachtrieb. Ja. Es ist ein sehr gelehriger Hund, genauso wie sein naher Verwandter, der klassische deutsche Schäferhund. Der Hund ist prädestiniert für die Arbeit am Abrichteplatz. Ja. Nur müssen Sie bedenken, dass das ein sehr großer, schwerer Hund ist. Ja. Also ich glaube, dass man hier speziell zu Zeiten als Welpe auch wie bei Molosser darauf Acht geben muss, ihn nicht überzustrapazieren. Ja. Für später dann. Er hat zwar den geraden Rücken, doch es ist ein Hund, der recht viel Gewicht mitbringt, ja, groß, also schwer wird. Also hier auch aufpassen, das mit der Bewegung speziell im Heranwachsen nicht übertreiben. Für wem ist der osteuropäische Schäferhund geeignet? Muss ich mal schauen, wo mein Hund ist, er ist hinter mir. Ja, für alle Leute, für die auch ein deutscher Schäferhund geeignet ist, für zukünftige Hundesportler, für Menschen, die mit ihrem Hund was tun wollen, die einen großen, zuverlässigen Wach- und Schutzhund haben wollen, einen Top-Familienhund haben wollen. Der osteuropäische Schäferhund fügt sich genauso perfekt in die Familie ein, wenn er gut erzogen ist, wie der deutsche Schäferhund. Ja, für alle Leute, denen ein deutscher Schäferhund gefällt und die aber nichts dagegen hätten, wenn er noch einen Tick größer und schwerer wäre. Ja. Für diese Leute ist er geeignet. Ja. Für welche Leute ist er nicht geeignet?
Ich weiß nicht, ob es der beste Hund ist für reine Anfänger, aber ich denke mir, ja, wenn man sich in die Materie, in die Thematik intensiv einlässt, dann kann man beim osteuropäischen Schäferhund auch zuschlagen, genauso wie beim deutschen Schäferhund, aber das ist ja Grundvoraussetzung. Bevor ich meinen Hund nehme, wenn ich nicht schon einen Hund oder Hunde hatte, muss ich mich informieren. Also jeder, der sich aus einer Laune heraus ohne viel Wenn und Aber einen Hund nimmt und eigentlich keine Ahnung hat, für den kommt eigentlich überhaupt kein Hund in Frage, auch kein Chihuahua nicht. Das ist meine Meinung. Ja. Also möchte ich mir so einen Hund nehmen, hatte ich vorher noch nie einen Hund, einlesen in die Thematik, sprechen mit Menschen, auf Ausstellungen gehen, Leute suchen, die solche Hunde besitzen, sprechen mit ihnen, Erfahrungen austauschen, lesen und so weiter. Ja. Dann kann man zuschlagen und ich glaube, es gibt weitaus komplizierter zu erziehende Hunde als den osteuropäischen Schäferhund. Ja. Aber ansonsten ja, kann man eigentlich da keinen wirklich ausgrenzen, für wen der, ja, eventuell zu alte, gebrechliche Menschen vielleicht, für diejenigen wäre der Hund eher nicht zu empfehlen. Das ist ein sehr starker Hund. Ja. Und jeder Hund kann einmal irgendwo hinwollen, ja, und man rechnet nicht damit und muss dann in Sekundenbruchschnelle reagieren. Und da kann es dann auch sein, dass der Hund in die Leine, wenn er angeleint ist, in die Leine reinfällt. Ja, und man muss halt mit etwas Kraft dagegen arbeiten, weil er schnell eine Katze gesehen hat oder weil ein Reh wo wegbricht oder weil er sich erschreckt hat für irgendwas. Ja, und da werden alte, gebrechliche Menschen so ein Kraftpaket höchstwahrscheinlich nicht gut handeln können. Und das sind eben so Dinge, da sage ich, auf solche Sachen sollte man halt auch immer denken, bevor man sich einen Hund nimmt. Bin ich körperlich noch dazu fähig, im Fall der Fälle diesen Hund auch wirklich unter Kontrolle zu haben. Ja, und das muss man natürlich auch bedenken bei einem Hund, der über 70 cm Schulterhöhe erreicht und bis über 50 Kilo schwer werden kann. Ja, also hier könnte ich vielleicht sagen, ja, für solche Menschen ist er vielleicht weniger geeignet. Ja. Aber ansonsten, ja, osteuropäischer Schäferhund, ein Top-Hund. Wenn Sie auf einen deutschen Schäferhund stehen, dann sehen Sie sich einmal ein bisschen näher in der Welt des osteuropäischen Schäferhundes um. Ich bin mir sicher, Sie sind genauso begeistert von diesem Hund wie ich. Ein Top-Hund, und ich kann nur sagen, osteuropäischer Schäferhund, für jeden eine Wahl und immer eine Wahl. Ja. Und das war es schon wieder. Ich glaube, es fängt zu regnen an. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Bis zum nächsten Mal.